Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Ja, das ist die Natala, die wird jetzt dieses Jahr 52. Damit ist sie das älteste Nashorn in Deutschland und ich glaube auch zweitältestes in Europa. Wie man jetzt an dem Heu sieht, das ist so ein klein gehäckseltes Heu. Die hat auf jeden Fall schon ein paar Zähne verloren, dadurch kann sie schlecht kauen. Die nimmt auch mal viel Heu in den Mund, dadurch macht die so Heuwickel. Und wir haben jetzt beschlossen, dass das keinen Sinn mehr macht, ihr irgendwie normales Heu zu füttern. Dementsprechend bekommt die jetzt dieses klein gehäckselte Heu. Das bekommt die als tagsüber, zwischendurch immer mal ein bisschen was im Stall. Und abends wird die dann auch separat eingesperrt, von den anderen getrennt, dass sie dann wirklich in Ruhe über die Nacht ordentlich viel zu sich nehmen kann. Und seit sie das bekommt, ist sie auch ein bisschen besser wieder drauf. Für ihr Alter ist sie noch ganz fit. So Natala ist ein recht ruhiges Nashorn. Die ist auch sehr umgänglich, also sie möchte auch gerne zwischendurch auch mal gestreichelt werden. Das ist halt auch nicht so üblich für solche Tiere. Breitmaulnashörner neigen da schon eher zu, dass man die auch mal anfassen kann. Sie ist allerdings auch tatsächlich noch so ein richtiger Wildfang von früher. Also eine der wenigen, die es überhaupt noch in Zoos gibt, weil es gibt ja quasi keine Wildfänge mehr in Zoos. Dadurch ist es ja immer noch ein bisschen schöner, dass sie dann doch so zutraulich ist. Gegenüber Pflegern ist sie immer total ruhig. Gegenüber anderen Nashörnern ist sie doch manchmal schon ein bisschen aufbrausend. Also sie weiß schon, was sie will und setzt das dann auch durch. Das ist auch der Grund, warum wir sie nicht mehr mit unserem Bullen zusammenlassen. Die kann halt keine Jungtiere mehr bekommen und dadurch, dass sie manchmal ein bisschen schwierig ist gegenüber anderen Nashörnern, lassen wir ja nicht mehr zusammen. Weil unser Bulle jetzt wahrscheinlich schätzungsweise fast 1 Tonne mehr wiegt als sie. Sie ist grundsätzlich sehr klein. Zudem hat sie dann noch durch das Alter natürlich auch ein bisschen weniger Gewicht. War schon, wenn man alte Fotos sieht, war sie schon nie ein dickes Nashorn. Dementsprechend, unser Bulle ist doch sehr stattlich und auch gut gebaut. Wird wahrscheinlich so 1 Tonne sein. Wenn der natürlich dann irgendwann sagt, er hat keine Lust mehr auf ihr Rumgepampe, dann hat sie da schlechte Karten. Die Natala bekommt noch zusätzlich zu diesem klein gehäckselten Heu, bekommt die noch diverse andere Zusatzsachen. Alles überwiegend halt für Pferde. Dadurch, dass Nashörner und Pferde vom Verdauungstrakt her relativ ähnlich sind, ist das eigentlich ganz einfach. Die bekommen so oder so, bekommen unsere Nashörner Mineralstoffpellets. Sie bekommt zusätzlich noch Heukops. Das ist einfach nur klein geschreddertes Heu in Pelletform gepresst. Das bekommt sie noch zusätzlich und dann noch ein Pferdemüsli extra für alte Pferde. Da sind noch ein paar Mineralstoffe noch extra drin, ein bisschen Leinsamen. Das frisst sie auch ganz gerne. Das bekommt sie morgens und abends zusätzlich noch. Zu den anderen, die bekommen halt wie gesagt nur diese Mineralstoffpellets. Was sie tatsächlich noch zwischendurch braucht, dadurch, dass sie sich nicht mehr so oft in die Suhle traut, ist, dass wir sie dann auch ein bisschen mit Lehm einreiben müssen. Das dient halt der Körperpflege, ist ein Schutz vor Insekten, trägt alte Hautstellen ab, wenn sie sich dann schubbern. Das müssen wir dann schon ab und an mal machen. An sich geht sie noch in die Suhle, aber dadurch, dass sie halt so alt ist, schafft sie es auch, sich nicht mehr richtig auf den Rücken zu drehen. Das heißt, oben auf dem Rücken müssen wir dann tatsächlich nachhelfen. Das macht sie aber auch ganz gerne, also sie kommt dann auch an. Wir gehen natürlich nicht rein, das wäre zu gefährlich, aber sie stellt sich dann schon so ans Gitter, dass wir sie dann auch mit diesem Lehm einreiben können. Und dann hat sie wieder ein paar Tage Ruhe.
war's schon mit dem Video, aber damit ihr kein neues mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.